Herzlich willkommen zu unserem Erntespecial im September im Rahmen unserer Bad Haas-Hop Updates. Wir sind dieses Mal zu Gast bei der Familie Hörmann in Tegernbach bei Pfaffenhofen an der Ilm. Zu Gast heute ist auch Benedikt Matsche vom Verkauf, der sich ein Bild von der Ernte machen will. Hallo Benni. Servus Christian, danke dir. Und dann hätte ich gesagt, steigen wir gleich ein. Wie schaut es denn aus mit der Ernte dieses Jahr? Ja, die Kathi ist drüben am Bestand, informiert sich gerade und schaut die Entwicklungsstadien durch und kannst gerne rüberschauen und dir ein Bild machen und dir Informationen für ihr aktuell geben lassen. Super, da schauen wir hin. Ja, danke dir. Passt. Servus Katrin. So, du kannst mir bestimmt was über die Ernte bisher erzählen, oder? Ja, natürlich. Also wir sind mittendrin, beziehungsweise einige sind auch schon fertig. Vor allem die Aromasorten sind jetzt alle so ziemlich weg. Die meisten Pflanzen sind jetzt gerade bei der größten Sorte, den Herkules. Und noch ein paar Flavors sind draußen, aber ansonsten ist schon ein Ende in Sicht bei vielen Betrieben, so kann man sagen. Super. Und wie ist bisher gelaufen? Am Anfang war es eigentlich, haben wir gut früher gehabt, weil es relativ trocken war, so haben alle Arbeiten gut erledigt werden können. Im Sommer war es ja, wie jeder weiß, relativ viel Regen. Also vor allem über die Sommermonate Juni, Juli und August haben wir immer ja, so um die 100 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gehabt, was eigentlich perfekt wäre für unseren Hopfen vor die Wachstumsbedingungen. Allerdings hat man da einmal mit Problemen zu kämpfen, weil durch die feuchte Witterung sind eben auch Pilzkrankheiten auf dem Vormarsch wie Peronospora, aber zum Teil auch der echte Mehltau. Und da waren halt die Pflanzer gefordert, dass sie regelmäßig ihre Bestände kontrollierten und eben auch Bekämpfungsmaßnahmen durchführten. Okay, und was können dann die Brauer erwarten? Müssen sie bangen um ihren Hopfen, oder? Also das natürlich nicht. Früher war er relativ verhalten vom Wachstum, glaube ich, so kann man sagen. Aber der hat sich jetzt relativ gut entwickelt, haben wir auch schon in unseren letzten Hop-Updates gesehen und für das sind wir jetzt relativ zufrieden und rechnen mit durchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Ernte. Super, das klingt ja schon mal gut. Katrin, du hast schon gesagt, gerade wird Herkules geerntet. Genau. Wie erkennt man denn, dass der Hopfen jetzt reif ist zum Ernten? Also man kann es einerseits in die Bestände natürlich sehen, aber wir haben jetzt auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und am besten schnappt man sich mal eine Dolde, du hast ja auch eine in der Hand. Und man kann einfach auch, wenn es schon so geschlossen ist, so schön kompakt dran riechen. Dann erkennt man das Aroma und noch besser ist natürlich, wenn man die ganze Dolde dann in einen aufreißt, ein bisschen reibt und dran riecht, da erkennt man dann das volle Hopfenaroma, was schon schön komplex ist. Ja, Wahnsinn. Und für die Abreife eben spricht und dass er jetzt die Pflückreife erreicht hat und geerntet werden kann. Riecht super, das ist ein Wahnsinn. Katrin, du hast gerade schon gesagt, Witterung war ein Problem dieses Jahr. Gibt es da irgendwas, das die Hopfenbauern machen können, um da ein bisschen entgegenzuwirken? Da gibt es tatsächlich was und auch Bad Haas beschäftigt sich mit dem Ganzen, aber am besten fragen wir da einen Pflanzer direkt, was man da so machen kann. So, neben mir steht jetzt Christian Hörmann, einer unserer Versuchslandwirte. Servus Christian. Servus. Wie ist dir heuer gegangen im Hopfenanbau? Ja, so wie wahrscheinlich die meisten Hopferpflanzen in der Halle da. Viele Niederschläge, schwere Befahrbarkeit der Böden, aber im Großen und Ganzen sind wir mit unserem Versuch ganz gut zurechtgekommen. Mhm. Weil du bist ja einer von unseren Versuchslandwirten, die eben diese neuartige mehrjährige Zwischenfrucht einsetzt, das wir so in der Halle da eigentlich noch nicht gehabt haben. Und das ist eigentlich auch genau der Grund, warum sich Bad Haas das zur Aufgabe gemacht hat, alternative Bewirtschaftungssysteme zu untersuchen, um eben den Hopfenanbau für den Klimawandel auch zum fit zu machen. Wir sehen ja, Klimawandel bedeutet ja im Hopfenanbau immer mehr trockenere, wärmere Sommer, höhere Variabilität, sprich also Verschiebung der Niederschläge, und es ist eigentlich eher untypisch, so wie das Jahr, dass so viel regnet. Es wird eher anders kommen. Genau. Und dafür möchte man natürlich auch unseren Boden fit machen, möchte man durch solche Pflanzen, die so tiefe Wurzeln auch bilden, den Boden tiefer erschließen und somit besser Wasser speichern, Nährstoffe speichern, die Bodenstruktur einfach verbessern. Aber wir haben es, wie du schon sagst, auch in dem Jahr jetzt gesehen, dass einfach diese mehrjährige Zwischenfrucht auch einen klaren Vorteil scheinbar einen nassen Sommer bringt. Vielleicht sagst du kurz ein paar Worte. Genau so ist es. Also, heuer haben wir ein extremes Jahr gehabt, wissen wir alle. Sehr viele Niederschläge, starke Niederschläge, kurze Zeitfenster zum Spritzen für den Pflanzenschutz. Und ich muss sagen, das hat super hingehauen. Wir machen jetzt das bereits das zweite Jahr, also sind wir im zweiten Jahr. Wir haben eigentlich auf
nur gewartet, bis es wieder passt hat zum Spritzen. Von der Befahrbarkeit haben wir also so gut wie keine Probleme gehabt. Also immer, das war unser großes Plus. Das hört sich natürlich sehr gut und vermutlich auch bei der Ernte dementsprechend die Vorteile gehabt, dass man Druck erreichen kann. Man sieht es ja jetzt, es hat zwar jetzt schon 14 Tage nicht mehr geregnet, zum Glück. Wir haben ein trockenes Wetter, aber man sieht es ja, es sind keine Folgeschäden gewesen vom Spritzen her. Also von daher ist das also, kommen wir ganz gut zurecht. Ja, bin auch begeistert und bin ziemlich zuversichtlich, dass es in der Zukunft eine gute Zusammenarbeit wird und gute Ergebnisse bringt. Davon gehe ich aus und da bin ich mir fast sicher. Also danke Christian. Nicht zu danken. Katrin, wir haben vorhin im Feld schon mal kurz über Erträge gesprochen. Wie schaut es denn mit den Alpha-Werte aus dieses Jahr? Also die Alphas sind eigentlich ziemlich erfreulich. Die sind eigentlich so gut wie über alle Sorten hinweg überdurchschnittlich. Vor allem auch der Herkules schaut jetzt aus, als hätte er relativ viel Alpha, da wo es ja für uns am bedeutendsten ist, also vor allem für die Pflanzer. Aber auch die anderen Sorten haben relativ gute Werte. Sollen wir uns dann den Hopfen mal anschauen da? Der ist ja gerade frisch aus der Darre gekommen. Ja genau, wie wir jetzt schon sehen können, wir haben es ja vorher schon ein bisschen besprochen, draußen mit Schädlinge und Krankheiten, was wir da auch Probleme gehabt haben. Man sieht jetzt da leichte Verfärbungen, das sind zum Teil auch Abreife, aber die stören jetzt die Qualität des Hopfens eigentlich nicht weiter. Also auch wenn da braune Stellen oder vielleicht mal gelbe Stellen mit drin sind, das macht an der Qualität keinen großen Unterschied. Ja. Das ist auch wichtig. Genau. Und dann sollen wir mal reinriechen. Ja. Super, super Aroma, auch für so eine Hochalpha-Sorte. Ja, auf jeden Fall. Gibt es dann auch irgendwelche neuen Sorten, auf die man gespannt sein darf? Also so die neuesten Sorten, die wo zurzeit auch schon im Anbau sind, kann man so sagen, sind Diamant und Aurum. Die sind relativ ähnlich, das sind klassische Aromasorten, also mit einem blumig-hopfigen Aroma. Ja. Und jetzt auch noch relativ neu ist die Sorte Tango. Das ist ein bisschen eine resistentere Sorte, eben an den Klimawandel angepasster, wie jetzt die Aromasorten beispielsweise, und ist vom Aroma her eher fruchtig. Und das ist so, auf das, wo man sich in nächster Zeit freuen darf. Sehr gut, das klingt super. Also danke Benedikt, dass du heute bei uns zu Besuch in der Hallertau warst und dass du ein bisschen einen Blick für unsere Brauer eben auf die Hopfenernte geworfen hast. Vielen Dank. Danke dir Katrin, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja, bleibt mir auch bloß ein Dankeschön zum Sagen an Beni und natürlich an die ganze Familie Hörmann mit der kompletten Mannschaft. Die haben uns echt tatkräftig unterstützt heute für den Drehtag. Für das sagen wir nochmal herzlichen Dank. Und wir hoffen natürlich auf eine weitere gute Zusammenarbeit für unsere Versuche, die wir bei euch durchführen dürfen. Aber für die nächste Zeit auf jeden Fall mit einem guten Abschluss der Ernte 2021. Vielen Dank.